Wir brauchen eine Idee für eine neue spannende Folge. Experimente. Interviews. Wie wär's denn mit einer Animationsfolge? Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, auch von mir ein freudiges Hallöchen in die Runde. Wow. Caro, fällt dir was auf? Oh ja, krass. Ich fühle mich auch irgendwie komplett anders als sonst. Ah, jetzt weiß ich's. Unser Studio sieht irgendwie anders aus. Ryan! Wir sind animiert! Oh, stimmt. Das ist neu. Aber auch nicht weiter schlimm. Wir wollen uns heute mit einem sehr theoretischen Thema beschäftigen. Da passt diese Umgebung perfekt. Es geht um das Herz. Ja, die meisten von euch leiden höchstwahrscheinlich eher an einem gebrochenen Herzen als an einer Herzkrankheit, hoffe ich. Trotzdem finden wir das Thema Forschung am Herzen super relevant und haben uns zusammen mit Experten und Expertinnen beraten und uns das Ganze etwas näher angeschaut. Los geht's erstmal mit einigen Fakten zum Superorgan Herz. Das Herz ist nicht umsonst das Zeichen der Liebe. Forschende haben herausgefunden, dass der Herzschlag und die Atmung von Liebespaaren synchronisiert sind. Und zwar auch dann, wenn sie mehrere Meter voneinander getrennt sind. Unser Herz pumpt jeden Tag bis zu 10.000 Liter Blut durch die Blutgefäße. Das entspricht ca. 50 vollgefüllten Badewannen. Um so viel Blut von A nach B zu pumpen, arbeiten die Muskeln des Herzens sogar in Ruhe auf olympischem Niveau. Die Kraft, die es beim Ruhepuls aufwendet, entspricht in etwa der doppelten Kraft der Beinmuskeln eines Sprinters. Ein weiterer Fakt: Haustiere sind gut fürs Herz. Eine Studie hat belegt, dass Menschen, die Katzen oder Hunde besitzen, ein geringeres Herzinfarktrisiko haben. Die Forschenden gehen davon aus, dass die Tiere den Stress ihrer Besitzer und Besitzerinnen verringern und so das Risiko eines Infarkts reduzieren. Das Risiko eines Infarktes verhindern jedoch vor allem Herzmedikamente. Diese sorgen zum Beispiel dafür, dass sich die Blutgefäße weiten und der Blutdruck dadurch sinkt. Auch entwässernde Medikamente verringern den Blutdruck. Ein verminderter Blutdruck entlastet das Herz und senkt damit das Risiko, einen Infarkt zu erleiden. Doch wie können Forschende diese Medikamente testen, um auch sicherzugehen, dass sie wie gewünscht wirken? Ja, neue Medikamente können nicht einfach so auf den Markt kommen. Auch der Hustensaft und das Nasenspray müssen vorher umfangreich getestet werden. Bevor Herzmedikamente also zugelassen werden können, müssen sie vorher die Vorgaben der Zulassungsbehörden erfüllen. Getestet wird hier im Normalfall in 3 Schritten. In der Regel werden die Medizinprodukte erst im Labor, dann an Tieren und schließlich in Medikamentenstudien mit Menschen erprobt. Ja, und da ist es tatsächlich so, um ein Medikament zuverlässig zu prüfen und mit ausreichend Tests abzusichern, gibt es bislang noch wenige Alternativen zu Tierversuchen. In der Vergangenheit haben Wissenschaftler wie Oskar Langendorf Techniken entwickelt, um beispielsweise Mäuseherzen isoliert betrachtet untersuchen zu können. Auch Herzmuskelanalysen werden noch heute an Tieren durchgeführt. Um die Tests an Lebewesen zu minimieren, gibt es aber bereits einige moderne Alternativen. Und hier kommt die FlexSight 96-Technologie ins Spiel. Die von der Fachhochschule Aachen und den Firmen Nanion Technologies und Innovitro mitentwickelte Messtechnologie misst geringste Bewegungen von Herzzellen mit Hilfe eines elektrischen Feldes. Und wie? Der Name FlexSight 96 steht für eine Zellkulturplatte mit 96 Einbuchtungen, sogenannten Wells, die flexible Silikonmembranen anstelle von harten Plastikbögen besitzen. Auf diesen Membranen ist noch eine Substratschicht, damit sich Herzzellen besonders wohlfühlen und, wie bei einem Pflanzsubstrat von Zimmerpflanzen, gut wachsen können. Etwas spooky können diese human abgeleiteten Herzzellen aus menschlichen Hautzellen gezüchtet werden. Auf jeder einzelnen Membran bilden tausende Herzzellen ein gemeinsam arbeitendes Gewebe. Die gesamte Platte wird in ein Messgerät gestellt und die darin befindlichen Sensorelektroden messen den Abstand zur Membran. Durch das Zusammenziehen der Herzzelle wird die Membran nach oben gezogen. Voilà, der Abstand ändert sich mit dem Schlagen der Zelle. Das kann man sehen und messen. Das bedeutet, dass man die Wirkungen von neuen Herzmedikamenten sichtbar machen kann. Human basiert. Ohne diese an Tieren ausprobieren zu müssen.
Und nachhaltiger ist das Ganze auch noch, da nicht so viele Ressourcen verschwendet werden. Das Gute ist, dass diese Messtechnik nicht nur bereits in Pharma- und Biotech-Unternehmen angewendet wird, sondern dass Experten gerade dabei sind, dieses auch auf andere Zelltypen, wie zum Beispiel künstliche Muskelzellen, anzuwenden. Auch andere Forscherinnen und Forscher beschäftigen sich mit der Herstellung von künstlichen organischen Zellen. So können schon bald künstliche Zellen für die Bekämpfung von Diabetes des Typ 1 genutzt werden. Bei der Erkrankung greifen die körpereigenen Immunzellen die Beta-Zellen an und zerstören diese. Ja, dadurch können sie ihre normale Funktion, das Produzieren von Insulin, nicht mehr ausführen. In der Folge kann der Körper Glucose nicht weiterverarbeiten. Man spricht deshalb auch von der Zuckerkrankheit. Forscher und Forscherinnen ist es jetzt gelungen, menschliche Alpha-Zellen in Beta-Zellen umzuwandeln, die dann wieder Insulin produzieren können. Ja, und auch für die Bekämpfung von Krankheiten wie Krebs werden Versuche zu künstlichen Zellen gemacht. Bleibt uns nur zu hoffen, dass es diese und viele weitere Forschungsvorhaben ermöglichen, zukünftig Tierversuche zu reduzieren und noch näher am Menschen zu forschen. Was haltet ihr von Forschung in diesem Bereich? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mehr von Animations-Caro und Animations-Ryan sehen wollt, dann liked diesen Film und vergesst auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Ciao!